Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ungute Nachrichten aus Lufthansa-Hausen. Die Piloten und die Lufthansa, die Gespräche sind gescheitert. Also Piloten, habe ich Piloten gesagt? Also Piloten und Lufthansa. Dann Nahost-Rückkehr, die Lufthansa fliegt wieder nach Teheran. IT-Ausfall bei Alaska Airlines, die sind erneut quasi am Boden, auch wieder eine lustige Geschichte. Dann gibt es eine A380er-Verschwörung. Sir Timothy Clark von Emirates Airlines, der hat da irgendwas gesagt. Gucken wir uns auch mal an in einem Podcast. Und Hyatt-Punktekauf 20% Rabatt bis Dezember 2025. Und von Hilton gibt es Neuigkeiten. Die Promotion ist optimiert worden. Anstatt 1500 gibt es 2500 Punkte. Gucken wir uns mal an, ob das wirklich so ein geiler Deal ist oder nicht. Jo, das erste Thema gehen wir an, wenn ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch auf School kommentiert und ihr eure Meinung uns mitteilt. Also, die Gespräche sind gescheitert. Das Gespräch zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit sind ohne Ergebnis beendet worden. Es geht immer noch um die Betriebsrente, es geht um die Zukunft der Cityline, es geht um City Airlines und Lufthansa Passage. Cargo haben sie, glaube ich, vergessen. Cargo geht es ja auch noch drum. Die Vereinigung Cockpit zieht sich vorerst aus den Gesprächen zurück. Eine Mehrheit der rund 4.800 Piloten hatte ja bereits für einen Streik bei der Urabstimmung gestimmt. Dadurch fühlt man sich anscheinend gestärkt. Und Lufthansa hat auch bisher anscheinend kein Angebot vorgelegt. Dann kann man denen das gar nicht so übel nehmen, dass auf die zentrale Forderung eingeht. Also insofern, ja, klar, kann man Angebote machen. Ist so ein bisschen den Vladi machen, immer sagen, ja, hier ein bisschen Winke, Winke. Aber am Ende dann doch nicht. Und die Tarifkommission möchte über die weitere Vorgehensweise da nochmal schauen. Zitat möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Vereinigung Cockpit, in den vergangenen Tagen geführten Gespräche sind ohne Ergebnisse geblieben. Andreas Pinheiro, Präsident der Vereinigung Cockpit, sagte weiter, um jedwede Lösungsräume auszuloten, sind wir mit der Arbeitgeberseite in Vorgespräche eingetreten. Und Arne Carstens, Sprecher der Tarifkommission, sagt, zu unseren diesbezüglichen Forderungen liegt bis heute kein Angebot vor, das auch nur ansatzweise auf diese eingeht. Also kann man das schon ein bisschen verstehen, dass die da natürlich unhappy sind. Heißt für uns aber auch, wenn die streikbereit sind, streikfähig sind, streikwillig sind, Streik abgestimmt haben, dass wir natürlich da mit der Lufthansa dann auf Streik rechnen können. Ist natürlich unangenehm. Sollte die Lufthansa angesichts des Fachkräftemangels stärker auf die Forderungen der Piloten eingehen oder braucht der Konzern klare Grenzen, um finanziell stabil zu bleiben? Da wäre ich mal gespannt, wie ihr das so seht, wie aus eurer Sicht das Thema angeht. Im Nahen Osten gibt es Neuigkeiten. Teheran, die Lufthansa Group baut ihr Nahostnetz wieder auf. Tel Aviv, Beirut laufen ja bereits wieder. Austrian Airlines nimmt ab dem 2. November 2025 ja auch wieder die Teheran-Flüge auf. Lufthansa selbst plant die Rückkehr ab dem 22. Dezember, vorbehaltlich operativer Entwicklung. Hintergrund ist natürlich die Stabilisierung der Sicherheitslage in der Region, wobei man aber, wenn man hört, rechnen einige noch damit vor Dezember, dass der Israeli nochmal im Iran zuschlägt. Bin ich mal gespannt. Und die EASA hat ja 2025 empfohlen, den iranischen Luftraum auch ja komplett zu meiden, auch als Überflug, weil es natürlich Abschussgefahr gibt. Die kriegsbedingten Ausfälle haben bei der Lufthansa dreistellige Millionenhöhe Schaden verursacht. Iran, er bleibt weiterhin auf den EU-Sanktionen sitzen, heißt also, sie dürfen in den EU-Luftraum nicht fliegen. Und interessant ist natürlich die Frage, warum fliegen die bei der Austrian nachts? Der Vorteil ist halt bei diesen ganzen, also Abu Dhabi, Dubai sind ja auch alle nachts geflogen worden und werden nachts geflogen, weil man nachts die Maschinen so am besten auslasten kann, weil die Umläufe so funktionieren, dass man halt fliegen kann und dann morgens wieder direkt zurückkommt und die Maschinen dann besser auslastet, ist ja klar. Aber ist es so, dass ihr sagt, dass es besser ist, dass die Lufthansa wieder fliegt, dass man da wieder nach den Iran anfliegt? Oder ist das einfach eine Entscheidung, weil die wirtschaftlichen Interessen da im Vordergrund stehen? Wo die finanziellen Interessen nicht im Vordergrund stehen, sind Alaska Airlines. Und da muss ich schon grinsen, weil die IT bei denen ja anscheinend so marode ist, dass die permanent da irgendwie ein Problem hat. Am Donnerstag sind alle, also Donnerstagabend gestern, sind alle
Flüge gestoppt worden, weil wieder eine IT-Panne war. Der Systemausfall war 2 Stunden. Tochtergesellschaft Horizon wurde auch natürlich betroffen. Und wenn es wirklich nicht so traurig wäre, wäre es wirklich zum Lachen. Das ist ja schon in 25 im Juli gewesen. Da gab es einen 3-stündigen Ausfall. Dann April 2024. Da gab es auch ein Problem. Da ging es um Weight and Balance, was ausgefallen ist. Damit kannst du halt nicht fliegen. Und ich denke mal, dass Alaska Airlines da jetzt ein echtes Thema hat. Wie kann das so sein? Die haben Millionen Umsätze gemacht und haben halt eine Firma, Hawaiian und so weiter, da reingeholt und haben aber keine Knete, um eine IT zu bauen, die funktioniert. Also es ist lustig. Aber ehrlicherweise muss man natürlich auch hier gestehen, es ist nicht die einzige Fluggesellschaft, die Probleme mit ihrer IT hat. Also insofern, ja, lustig. Was auch eventuell für den einen oder anderen wie eine Verschwörungstheorie klingt, ist bei dem nächsten Thema das Thema von Sir Timothy Clark, dem CEO von Emirates Airlines. Er behauptet, US und Star Alliance hätten bewusst den 380er boykottiert, um die Emirates zu schwächen. Lufthansa ist ja Star Alliance, die haben ja ein paar gekauft, 14 Stück, und betreiben ja immer noch welche, 8 Stück. Also insofern weiß ich das nicht, aber er sagte, es gibt ein klares Mandat, da keine A380 zu kaufen, damit das Programm scheitert. Das war so seine Aussage. Heißt also, die Fluggesellschaften haben dafür gesorgt, dass sie durch Nicht-Kaufen Airbus dazu bringen, das Flugzeug nicht weiter herzustellen, weil man wollte halt Emirates da oder andere Fluggesellschaften nicht weiter ein Fluggerät geben, was sie brauchen. Auch Flugstrecken aus Amerika von Los Angeles nach Tokio oder von Los Angeles nach Sydney hätten profitabel fliegen können. Ja, gut, fliegt denn nicht gerade jemand von Sydney oder so? Qantas, nur so als Stichwort. Und naja, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die US-Airlines andere Marktstrukturen haben. Die haben halt nicht diese Monster, mega, super, duper, whatever, mega, mega, mega Hubs, wie Dubai es eins ist, wo man die Leute halt reinfliegt, rausfliegt und im Prinzip halt nichts anderes macht, als die Leute durch die Gegend zu karren. Das ist in den USA nicht der Fall. Heißt also, für die Amerikaner wäre das da nicht unbedingt der beste Weg. Und die Amerikaner fokussieren sich halt auf kleinere, aber häufigere Verbindungen, also kleinere Maschinen. Und das ist natürlich das, was für uns als Verbraucher wesentlich spannender und interessanter ist. Klar, ich verstehe das, dass es einige Strecken gäbe, die vielleicht dafür interessant wären. Aber wenn man jetzt da vom Boykott redet, 777X, hat das irgendeine amerikanische Fluggesellschaft, hat eine 777X gekauft? Ich weiß es nicht. Wenn ihr eine gefunden habt, schreibt es in die Kommentare oder auf School. Heißt also, dass die Amerikaner grundsätzlich nicht auf große Flugzeuge setzen. Gut, die haben die 747 gehabt, aber die hat ja auch nicht diese Sitzplätze gehabt. Die haben auch die Strich 8er nicht gekauft. Also da würde ich jetzt wirklich das nicht so sagen. Klar, es ist traurig, dass 2021 der letzte 380er vom Band lief und bis 2040 will Emirates diese ja mit Milliarden wieder in der Luft halten mit Erneuerungen und so weiter. Aber ich denke mal, wenn man ganz ehrlich ist, die Amerikaner haben mehrere Hubs, die haben halt nicht dieses Monster Super Duper Hub in Dubai. Deshalb eure Frage, glaubt ihr wirklich eine gezielte Sabotage gegen den 380er, die es da gegeben hat? Oder war das Flugzeug schlicht ein wirtschaftlicher Fehlentwurf außerhalb von Dubai oder von irgendwelchen Megahubs? Wir müssen uns auch daran erinnern, Al-Bakr, ehemaliger CEO von Qatar, er hat ja auch gesagt, der A380 war der schlechteste Kauf in seinem Leben. Also hier muss man ehrlich sein. Ich bin mal auch hier gespannt auf eure Meinung. Wer so wie ich ein Hyatt-Fan ist, guckt natürlich immer direkt darauf, wenn Hyatt Punkte verkauft. Bei diesem Thema haben wir natürlich Punkte mit 20% Rabatt bis 20. Dezember. Und warum hätten die es nicht bis zum 31. Dezember und 31% Rabatt machen können? Keine Ahnung. Mitglieder können bis zu 55.000 Punkte pro Jahr kaufen. Pro Punkt sind 2,8 Cent. Ist etwas teurer als 2024. Da gab es ja 1,68 Cent die Meile oder den Punkt. Und es lohnt sich halt wirklich nur bei teuren Hotels, Tokio oder was auch immer da mir einfällt, interessant. Und vor allem, wenn die Punkte machen immer nur dann sind, wenn es Events gibt oder sowas, wo die Punkte halt steigen. Ich habe so viele Punkte durch meine Kreditkarten, ich lebe auf Punkten in den Hotel und benutze die dann da. Man kann die Punkte bei Points.com kaufen, das ist ja immer diese Partnerschaft, die die Punkte verkaufen. Und die Punkte sollen nach 48 Stunden erscheinen, meistens natürlich wesentlich schneller. Würdet ihr noch auf einen Cyber Sale warten, Black Friday, was ja im November noch ist, oder sagt ihr, nee, ich kaufe jetzt und dann ist Schluss mit lustig? Wobei 55.000 Punkte ist eigentlich viel zu wenig.
Hilton hat auch eine Punkteaktion, das ist das letzte Thema für heute. Die geben ja 1500 Punkte. Halt nein, sie haben es auf 2500 Punkte erhöht. Wunderbar. Denn wer vom 23. Oktober bis zum 31. Dezember übernachtet bei Hilton, bekommt pro Aufenthalt 2500 Punkte, also auch Awards Days, zählen für den Bonus. Ihr müsst euch über die Hilton-Webseite registrieren. Die Aktion ist Teil einer Reihe von Jahrespromotions. Es gibt halt diese ähnlichen Aktionen schon seit 2020 oder sowas. Und kombiniert Hilton für Business-Angeboten, um schneller Diamond-Status zu erreichen. Frühere Aktionen boten meist 1000 bis 5500. Ist jetzt also attraktiver Punkte, aber es ist halt pro Stay. Und wenn man halt in teuren Hotels übernachtet, ist das halt doof. Am geiler wäre das dann halt, wenn man das pro Nacht machen würde. Das wäre natürlich auch cool. Aber ich bin mal gespannt, was da der Grund ist. Vielleicht hat man festgestellt, dass es mal kniepig war und dass man nicht genug Leute hat. Aber ich weiß nicht, ziehen euch 1500 Punkte oder 2500 Punkte erst vom Hocker? Ich denke, 2500 Punkte ist immer noch ein bisschen wenig für so eine Aktion. Ihr könnt ja schreiben, was ihr dazu denkt. Die Frage ist ja, planst du auch Hotelaufenthalte 2025 und nutzt du solche Punkteaktionen gezielt, um deinen Status zu pushen? Heißt also, dass du da am Ende auch schaust, dass du die Punkte mitnimmst und dann auch in Hilton übernachtest, anstatt im Marriott, wo du vorher übernachten wolltest? Oder ist das einfach so, du hast Glück und du nimmst es dann einfach mit? Da bin ich mal gespannt. Ihr denkt wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren und auf School zu kommen, skool.com. School, Link solltet ihr auch unten finden. Ihr solltet auch natürlich die Fragen des Tages beantworten. Da haben wir natürlich einmal angesichts des Fachkräftemangels, ob die Lufthansa sich dem Piloten etwas nähern sollte. Eine andere Frage ist halt, ist Iran eine wirtschaftliche Entscheidung oder nicht? Da bin ich mal gespannt auf eure Antwort. Ach, wir nehmen noch die dritte dazu. 380er, gibt es die 380er Verschwörung? Ist das wie Bielefeld oder ist das eher Quatsch? Da bin ich auf eure Antworten gespannt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei der Sendung dabei seid, wann immer ihr schaut. Und bis bald. Vielleicht nächste Woche bin ich in München in der Mitte der Woche verfügbar auch für Leute. Also insofern haltet das einfach mal vor, wer sich treffen möchte, kann das da dann gerne mit mir vereinbaren. Also bis dann, ciao, ciao.